Meine lieben Freunde, im Jahre 2012 war ich mit einer Reisegruppe am Apollon-Tempel in Didim in der Türkei. Der Tempel war schon bereits 1500 Jahre im Betrieb, als er etwa 500 nach Christus vom damaligen Papst quasi verboten wurde. In Wirklichkeit hat er praktisch einen der Tempel, die dann später in der Bibel als Tempel Salomons eingegangen ist, hat er im Prinzip stilllegen lassen. Gut, das ist seine Angelegenheit. Heute bemüht man sich, solche Tempel wieder aufzubauen oder zu erbauen und die Prinzipien eines solchen Tempels möglichst noch in Jerusalem aufzubauen. Das ist nicht heute der Sinn und das Thema des heutigen Tages. Im Kern dieses Tempels befindet sich etwas, was man als das Allerheiligste bezeichnen kann. Da waren Seherinnen beschäftigt, Priester haben Botschaften, Orakelbotschaften weitergegeben, aber da wurde noch viel mehr praktiziert an dieser Stelle. Die Reisenden wurden von mir ja schon bereits unmittelbar vor Ort dort eingewiesen und haben ja auch im Grunde genommen die Dinge zum Teil schon gespürt. Was ich jetzt nun machen will, ist Folgendes. Solch ein Kraftort, aber das ist jetzt nun bedingt durch diese ungeheure Energie, die eine mechanische Anlage an einem bestimmten Punkt erzeugt wurde, das prägt das gesamte Gestein, die Materie ringsherum um diesen Generator, wenn man das so mal sagen will. Und ich habe jetzt hier das ist eines dieser Teile, die man hier fotografieren kann, und die sind schon sehr auffällig. Wer ein bisschen einen Blick dafür hat, der sieht ja hier drin, dass sich hier Gesichter zum Beispiel zeigen und dass sich hier Gestalten hier abbilden. Das ist dadurch zustande gekommen, dass die Kräfte über Hunderte von Jahren an diesen Stellen gewirkt haben und dadurch das Material porös gemacht haben. Nun gut, wenn man das Ganze nun praktisch anfängt zu spiegeln, dann kommen wir zu einer sehr interessanten Sache. Das ist der Ausgangspunkt unseres Spiegelns und schaut euch doch mal das an. Also, wir sind beim Allerheiligsten an einem Ort, der nicht schlechter und nicht besser als die Spitze einer Pyramide in Ägypten ist. Nur, dass man sich eben darauf beschränkt hat, eben nicht auf 140 Meter Höhe die Sache einzurichten, sondern eben entsprechend weiter unten. Und wenn ihr nun seht, dann könnt ihr hier unten bereits eine Gestalt im Gestein erkennen, die sich hier manifestiert hat. Das sind die einzelnen Geisteskräfte, die Flammen, diese Dinge, die auch in der Johannes-Offenbarung beschrieben worden sind. Und es ist ja nicht nur, sollte niemanden erstaunen, dass in diesem Tempel oder zu diesem Tempel selbst die späteren Nachfolger wie Paulus und Lukas und die ganzen Leute von Milet aus beziehungsweise von Ephesus aus dorthin gepilgert sind. Und nun schauen wir uns mal ganz einfach an, was hier passiert. Ich fahre jetzt diesen Spiegel etwas zusammen. Seht ihr mal, was jetzt hier passiert? Auf einmal verändern sich diese hier im Inneren. Schaut genau auf diese Mittellinie, was sich da alles verändert. Und schaut genau hin, auf was für interessante Dinge wir kommen. Wir haben hier oben wieder einen Kopf. Wir sehen hier also eine Gestalt. Sie ist durchaus identisch mit einer Gestalt, wie sie die Priester früher wahrscheinlich wie sie sich dort also mehr oder weniger gekleidet haben. Links und rechts, das ist natürlich durch die spiegelgleich, seht ihr nochmal eine weitere, die dorthin hinguckt. Das würde ich sagen, das sind diese uralten Weisen, diese uralten Priester von Didyma, die sich da so stark eingeprägt haben. Warum? Weil deren Gedankenkräfte sehr, sehr stark verstärkt wurden durch diesen Ort hier. Und wir gehen einfach weiter und schauen uns das Ganze nochmal weiter an. Schaut mal, wie wir weiterkommen hier. Wir sehen jetzt hier, geht bitte in die Mitte hier rein, hier hat sich alles verändert. Plötzlich taucht hier ein Kelch auf, niemand soll an den Gral denken, er ist es ja schließlich. Und es ist einfach eine ganz bestimmte Kraft, die man aus dem Kosmos holt. Und ihr seht ja, wie hier in diesem Bereich sich etwas Neues bildet. Achtet mal, ich fahre jetzt diesen Spiegel noch weiter rein. Achtet mal genau, was da jetzt passiert. Schaut, seht ihr? Daraus wird nun eine andere Gestalt, die natürlich im Moment uns etwas erschreckt, weil sie so aussieht wie ein Fuchs oder ein Hund. Aber schaut euch auch in der Mitte hier diesen Heiligen an hier. Das sind noch weitere, einer oben, einer unten. Das sind die Manifestationen, ja, die auch Moses gesehen hat und diese Ritzen oder diese Spalten, die er damals auf seinem Berg, wo immer er mit dieser Anlage sich befunden hat, kommuniziert hat. Und schaut euch bitte weiter an, wie das hier so weitergeht.
Und ihr seht auf einmal hier den Zeremonienbad, wie wir ihn auch von den ägyptischen Pharaonen kennen. Hier im mittleren Teil hat sich jetzt etwas Neues gebildet, eine Art Scheibe, die eine Art Gesicht hat. Guckt genau hin. Und schaut euch auch, ihr könnt ja jederzeit das Band unterbrechen, um euch die Bilder genauer anzugucken. Und schaut euch jetzt, was jetzt hier im Inneren sich verändert hat, vor allen Dingen hier. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter rein und seht ihr hier jetzt auf einmal, also wer jetzt sagt, er würde es nicht sehen, da muss ich sagen, Junge, dann bist du blind. Das ist also hier praktisch eine weitere Manifestation einer solchen Geschichte, die man durch Spiegelung sehr genau erkennen kann. Noch deutlicher hier auch dieses nach oben, heißt diese Gestalt hat einmal hier gewirkt und diese Gestalt hatte eine sehr, sehr starke Verbindung zum Universum oder zu Kräften, ähnlich wie Moses es gehabt hat, als er mit seinem Gott sprach. Der hier hat mit seinem Gott gesprochen, Moses mit einem anderen. Im Prinzip sind sie alle gleich, weil sie schöpfen alle aus demselben Brunnen, trinken den gleichen Nektar und haben also im Grunde genommen hier ihre Geisteskräfte vervollständigt. Schaut jetzt bitte hier in der Mitte weiter, ich fahre das Ding noch weiter zu, damit ihr seht, wie sich das jetzt verändert. Er verschwindet jetzt langsam, es kommt eine völlig neue Gestalt, geht hier draus hervor. Schaut euch an, was sich hier in der Mitte jetzt gebildet hat, im Zentrum. Ja, und hier unten kommen wir schon langsam in die Meditationshaltungen, wie wir sie hier unten, wie wir sie auch von Indien her kennen. Also ein Ort, der mit ganz, ganz großer, mit ganz, ganz starker, mit einer ganz starken Impulsivität in die Welt des Geistes vordringt. Und hier kann man ja auch schon bereits völlig neue, ja, das sind Manifestationen des Geistes. Wir müssen uns daran einfach gewöhnen, dass es so etwas gibt. Wer es nicht an sich daran gewöhnen möchte, nun gut, das ist seine Sache. Das spielt ja keine Rolle. Aber für diejenigen, die es sehen können, die sollten es also auf jeden Fall tun. Guckt euch immer wieder an hier, das ist wie ein kleiner Film, der hier abläuft. Und so so hat man ja früher auch ganze Reliefs künstlich hergestellt. Das hier allerdings ist natürlich entstanden. Jetzt seht ihr, jetzt geht so praktisch diese beiden Köpfe gehen jetzt zusammen da oben, da bei 12 Uhr schaut und ihr habt jetzt einen Kopf und ihr habt hier einen gewaltigen Priester mit einer ganz gewaltigen Arm- und Handhaltung. Seht ihr das? Mit einer geflügelten Sonne, die er an der Hand hält. Und hier habt ihr diesen Kopf, der aus diesen beiden anderen entstanden ist. Und gleich wird auch hier unten, wenn wir jetzt weiter die Sache zusammenfahren, wird auch hier etwas entstehen. Meine lieben Freunde, es ist einer der interessantesten Filme, die ich euch jetzt ins Internet eingestellt habe, weil das sich tatsächlich hier auf der Erde nachweisen lässt. Schaut mal, was jetzt hier da unten passiert ist. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Ich werde den Mitreisenden dann über solche Dinge dann auch noch ausführlicher berichten. Das kann ich jetzt hier nicht tun. Ich kann euch nur zeigen, was da abläuft. Hier seht ihr das ja, das ist ein einziges Auge, das 180 Grad umfasst. Das ist ein geistiges Auge, das sind diese Manifestationen. Sie zeigen es uns, dass diese Dinge drin sind. Schaut bitte, was daraus jetzt wird. Und siehe da, ich sagte schon mal, hier ist dieser Kelch, hier kommt diese ganze Sache, wollen wir mal sagen, die Auffangstation für Geistiges ist hier. Hier unten entsteht inzwischen ein ganz anderer. Und hier oben hat sich das auch wiederum weiter verändert und so geht es weiter. Ich will jetzt mal einen Moment Pause machen und euch hier einfach noch zeigen, wie sich diese beiden Dinge, wenn man sie noch weiter zusammenschiebt, das heißt spiegelt, indem dieser Spiegel immer weiter rangeht. Das hier übrigens, das ist das Ungespiegelte. Wir haben eigentlich nur in diesem Bereich noch etwas zu sehen. Man sieht ja schon, dass hier gleich die nächste Manifestation eines Kopfes auf uns zukommt. Da haben wir sie, das heißt, da bin ich schon fast draußen. So etwa sieht also diese Manifestation hier aus, mit einem zweiten hier unten drunter und dieser typischen Handhaltung einer Isis, einer geflügelten Isis, wie wir sie in Ägypten übrigens auch haben. Das ist so natürlich, das ist die Originalvorlage, aus der die Künstler in Ägypten dann ihre Verzierungen für die königlichen Gräber da geholt haben, die Vorlagen. Ja, schaut noch ein bisschen weiter hier rein. Und ihr seht ja, was hier noch weiter passiert. Hier haben wir noch mal einen. Ja, also das ist hier ja nun wirklich sehr, sehr auffallend. Hier geht also einer heraus, er begrüßt diejenigen, die ihn sehen, oder er begrüßt diejenigen, die in diese Welt des Geistes vorgedrungen sind oder damit was anfangen können. Ja, meine lieben Freunde, und so haben wir, schaut mal,
Gehen wir noch ein Stückchen zusammen. Nochmals diese Position hier in der Mitte. Ein neues Gesicht ist entstanden. Es ist eine tausendfache Prägung. Warum also so viele in einem? Nun, im Universum, selbst in der vierten Dimension, ist etwas, was an einem Ort A ist. Gleichzeitig ist an diesem Ort sind 100 oder 1000 andere Dinge auch. Das kennen wir von der dritten Dimension eben nicht und das ist auch unser Problem. Hier wird also einer erleuchtet. Das ist eine klassische, würde ich sagen, hier ein Zustand der Erleuchtung. Und ich fahre jetzt noch mal ein bisschen weiter rüber. Seht, wie sich das Ganze entwickelt. Immer in die Mitte schauen. Hier erneut wieder eine Position, die sich hier ergibt. Und so schließt sich jetzt langsam im Prinzip dieses Bild, das übrigens nicht von Menschenhand entstanden ist, sondern das ist über etwa 1500 Jahre, ja bis heute, dann hat das ein bisschen stillgelegen, jetzt ist es wie eine Art Stele geworden hier. Es hat etwa 1500 Jahre praktisch ist es dieser Prägung ausgesetzt gewesen, einem zentralen Kern. Dieser Kern ist an und für sich das von den Ausmaßen, was man früher also als Bundeslade später bezeichnet hat. Allerdings, das war ein transportables Gerät. Hier handelte es sich in dem um ein stationäres Gerät, tonnenschwer, entsprechend auch richtig angelegt mit all den Dingen, die man gebraucht hat. Und das Entscheidende, liebe Freunde, ist, auch das war beim Tempel Salomos nicht anders, das war der Ton. Der Ton ist der Schlüssel, um diese Sache in Betrieb zu nehmen. Und das werde ich jetzt mal mit der Gruppe, die ich jetzt im Mai wieder in Didim habe, wollen wir mal ein bisschen probieren.